eigentlich nur vorab eine Info. Wir saufen die ganze Zeit hier Bier, aber für euch Nichtwissende, das ist hier bleifrei, alkoholfrei. Und wir unterstützen die Region, ne? Genau. Das ist Rotbier von Schweinfurt. Ja, und das ist echt ein geiles Bier, muss man wirklich sagen. Das pisst wie ein Gaul von dem Zeug. Also wir fahren da jetzt zu Wolgograd rein. Ne, wir fahren raus. Nee, wir fahren mit dem Taxi, ne? Wir fahren mit Taxi raus, wir sind an die Mama Muschka gefahren. Stimmt, ja. Unser Fahrer ist der Hans. Bekannt. Da oben war so eine Bunkeranlage, wo sie über den Stalin ganz viel gehabt haben, da waren wir drin. Und oben, das sollte ja auch so ein Holzbunker sein, der als Kneipe umgebaut ist. Von der Stimmung her war es echt komisch, ne? Ja, wenn man mal dran denkt, wie viel da... Auch für uns Deutsche ganz komisch. Wenn man sieht, was wir da für Gräueltaten angerichtet haben, war schon... Dieses ewige Feuer mit dem Wachwechsel, sowas habe ich noch nie erlebt. Also wer da die Fresse nicht hält, ne, der gehört einfach nicht rein in den Rahmen. Das ist so beeindruckend, wenn die dann reinmarschieren und wechseln sich gegenseitig ab. Was da los war, ne? Wie viele Leute herumgelaufen sind, haben sie gesagt schon. Ja, und diese Figur, das ist die größte Spritzbetonfigur der Welt und ist auch wesentlich größer als die Freiheitsstatue, die in New York steht. Also beeindruckend. Wir im Westen wissen ja gar nichts darüber, weil wir das nie mitkriegen. Und die Wolga mal zu sehen, wie breit die ist. Jörg beim Chillen. Ich versuche auch gerade ein bisschen abzuchillen. Ball Bavaria Zero, natürlich, ne? Der Ausblick ist toll. Was einen ziemlich runterholt, sind diese vielen Denkmäler an den Krieg, die ja wirklich überall sind. Und wenn sie nichts gehabt haben, dann haben sie halt eine alte Panzerkuppel stehen gelassen und haben da ein Schild hingehängt. Oder der Rumpf vom Panzer steht noch da, ne? So Zeug haben wir gesehen. How's your name? Roman. Der hilft uns, der hat ein Taxi bestellt. Und weil wir so planlos sind und finden das nicht, läuft er gleich mit uns hin und übergibt uns quasi direkt an den Taxifahrer. Das ist wie bei den Kindergärtnern. Anders kann man das nicht sagen. Wir würden hier kaputt gehen, ne? You are on Instagram? Ja. You are on Instagram? 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 Roman, Drift Allianz. Ja, okay, also der Roman, der wird jetzt geliked an den Instagram. Okay. Ja, was dann so noch cool war diese Challenge mit diesen Elektrobikes, die immer an uns vorbeigefahren sind. Das war massiv viel. Hey. Dann auf dem Heimweg bei einem Mittagspäuschen im Park haben wir den Alkoholiker da kennengelernt, der überhaupt gar nicht abgewichen ist von uns. Der ist uns so auf den Keks gegangen. Ich habe es mit allen Mitteln versucht. Ich wollte ihm einfach nicht wehtun. Ja, was heißt, haben wir kennengelernt? Der ist ja einfach herkommen, hat von unserem Essen gegessen. Ja, hat sich einfach mit hinguckt, hat sein Apfelmonsteros dabei gehabt und ist uns auf den Sack gegangen. Mit Freundlichkeit, das war eigentlich falsch, das ging überhaupt nicht, aber wenn du zu ernst wirst, haut er sich die Flasche auf den Kopf. Mama. Hallo Mama. Hallo. Ja, короче, с немцем я здесь. Nemitz. Ich pass auf deinen Burm auf. Der trinkt schon wieder, ja. Da, suchen wir da. Was machen wir mit dem? Soll ich eine Hemmschicht? Im Park ist er. Ja, zuletzt kann ich nur sagen, Alkohol ist scheiße. Vor allem, wenn du nicht umgehen kannst. Wir haben halt dann schnell das weitergesucht, einfach um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ja, und immer wenn wir dann auf die Strecke gegangen sind, war es einfach ewig lang und ewig geradeaus. Aber was mir aufgefallen ist, nach Stalingrad, also nach Wolgograd, kamen überhaupt keine Ölbohrinseln mehr. Auf der anderen Seite von der Wolga war das vorbei. Stimmt, ja. Haben wir keine mehr gesehen. Vorher ging das endlos zu.
war schon beeindruckend. Ja, wir sind ziemlich schnell Richtung Ukraine gefahren. Die Zeit ist auch ein bisschen davon gerannt, weil wir halt jeden Tag Kilometer machen mussten. Ne? Da konntest du nicht zu lang rummachen. Haben wir dann aber ein paar ganz geile Straßen erwischt. Ja, Vorgebirge irgendwie und Ja. optisch super und alte Burgen und so Zeug gesehen. Grenzübergang Russland zur Ukraine, da war richtig scheiße. Die haben das überhaupt nicht geglaubt können, dass wir wieder ausreisen wollen. Und dann haben sie uns so gefragt, wieso, warum wollt ihr raus? Kann doch gar nicht sein. Ne? Wir haben ja richtig das Interview noch mitgemacht. Der Typ, den sie da geholt haben, der dann Ja. Englisch gesprochen hat, hat uns ja interviewt, was wir gemacht haben und warum, dass wir ja nachher nochmal zurück können und überhaupt. Das war schon Das war was, was spannend, keiner braucht. Ja. spannend, ja. Und die alte war ja anstrengend. Und dagegen war die ukrainische Grenzeinreise war ja geschenkt. Die haben richtig schlimm ausgesehen, so soldatenmäßig und zusammengeputzt, die Haare nach hinten gekämmt und alles so genau und korrekt. Und waren aber die total lockern. Total, wir haben uns begrüßt in der EU. Waren wir ja gar nicht in der EU, ne? Irgendwie so. Wir haben ja da übrigens einen Umweg von fast 400 Kilometer gemacht, dass wir den Grenzübergang Ja, erwischen. genau. Wir wollten einen ganz anderen nehmen, aber der war ja noch von der ukrainischen Miliz besetzt. Wegen Und dem den Stempel, Krieg. den du dort bekommst zum Einreisen, der war nicht gültig zum Ausreisen. Nachher. Ja. Das heißt, wir hätten zwar einreisen können, Aber wir wären durch besetztes Land gefahren, Genau. russisch besetztes Land, und das wäre in der nächsten ukrainischen Grenze wäre das nach hinten losgegangen. Genau. Was aber ganz schlimm war nach der Einreise Ukraine sind wir ohne Helm eingereist, haben dann unser Geld gewechselt und dann sind wir von den Polizisten angehalten worden und mit Unterstellungen, dass halt der Jörg getrunken hätte, und das konnten wir leider nur mit ganz viel Lautstärke lösen. Also ich musste ganz schroff und ganz aggressiv dem Polizisten entgegentreten und habe dem erklären müssen, dass es so mit uns nicht läuft, und dann haben wir auch beide einfach ganz schnell, fluchtartig dieses Polizeirevier verlassen und haben uns dann ein bisschen inkognito in der Ukraine aufgehalten. Also wir sind nicht den direkten Weg gefahren, das haben wir uns ein wenig unterhalb gehalten, also Richtung Süden, und sind so in die Slowakei eingereist. Irgendwie hat man dann doch immer Angst, ob die Polizei dann einen längeren Arm hat und halt irgendeinen Mist erzählt und dann uns irgendwelche anderen Kollegen, irgendwelche anderen Sheriffs einkasteln wollen. Ja, das war auch dann keine Lust mehr. Also dieses Land war nicht schlechter als die anderen Länder. Aber nur diese eine Aktion dieses Polizisten, wo er uns so tangiert hat und so unterstellt hat, dass wir, wenn wir dann kein Alkohol nehmen, dann haben wir halt Drogen genommen und es passt alles nicht. Das hat so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, dass das Land einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Das war einfach komplett im Arsch für mich, die Aktion. Ja, und es war auch ein abgekartetes Spiel. Der hat uns drin dann blöd angemacht und wollte uns so eine Art verhören. Draußen war der Kollege. Das war nicht sauber gelaufen. Ja, man muss sagen, als examinierter Krankenpfleger kann ich auch mit so einem Träger Alkoholmessgerät umgehen. Und der hat ja nur mit alten Speicherwerten rumgespielt, und dann habe ich das Ding mal neu justiert und habe mir mal gezeigt, wie das funktioniert. Und habe ihm dann mein rotes Kreuz gezeigt, dass ich da immer dabei habe, und dann hat er eigentlich gar keine Chance mehr gehabt. Der Ausblick hat irgendwas Italienisches, die Schuhe hat was von uns. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor der Grenze. Jetzt geht's zur Passkontrolle. Nach Ewigkeiten sind wir jetzt wieder in der EU.